Das ist ein Monster! Wahnsinn! Wahnsinn! Yeah! Das ist der Luger 3 AWD aus dem Hause Marmotion. Der super Mähroboter, den man derzeit auf dem Markt bekommen kann. Ich glaube, es ist das absolute Flaggschiff in der Roboterindustrie. Und ich möchte erstmal meiner Frau wirklich einen Dank aussprechen, denn sie weiß, was Männer wollen. Denn sie hat es mir möglich gemacht, dass wir jetzt dieses Gerät hier stehen haben. Von daher einen ganz herzlichen Dank an meine Frau. Ich bin ja ein wenig technikvernarrt und habe schon immer von einem Aufsitzrasenmäher geträumt. Als Kind bin ich einen Trettraktor gefahren und habe immer meinen Großvater bewundert, der mit seinem großen Rasenmähertraktor über seine Gartenflächen fuhr. Bisher habe ich mit einem Benzinrasenmäher das Grundstück bewirtschaftet und ich sage euch, das ist richtig anstrengend, denn wir haben hier ungefähr 2800 Quadratmeter Rasenfläche zur Verfügung und da ist es wirklich toll, wenn man künftig die Arbeit sich ein wenig erleichtern kann. Es gibt mehrere Argumente, warum ich mich jetzt für einen Mähroboter entschieden habe und nicht für einen Aufsitzrasenmäher und dazu zählt mit Sicherheit dieses Tree-Touch-System, das dieser Mähroboter hat. Dazu zählt die sogenannte 360-Grad-LiDAR-Sensorik. Dann haben wir das NetRTK und wir haben sogenannte Artificial Vision Kameras, die das gesamte Areal im Überblick haben, sodass dann, wenn ich auch nicht zu Hause bin, dieser Mähroboter die Gartenarbeit erledigt. Und ich glaube, da liegt der Clou drin, dass dadurch ich eine enorme Zeitersparnis haben werde. Es gibt aber noch ein wichtiges Argument und das steht ganz groß auf der Packung drauf. Schaut mal hier, 5000 Quadratmeter. Dieser Mähroboter soll für diese Größe der Fläche geeignet sein. Also hier haben wir ungefähr 2800 Quadratmeter Rasenfläche. Deshalb müsste dieser Mähroboter das alles spielend schaffen. Und das versuche ich in diesem Video herauszubekommen. Und ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen, denn ich bin total aufgeregt und wir machen jetzt gemeinsam die Verpackung dieses Mähroboters auf. Hier haben wir eine Schnellstartanleitung. Das hier, das sieht nach einer Servicemappe aus. Hier haben wir Plastikteile. Ich vermute mal, das sind die Seitenschweller. Hier haben wir eine Kunststoffkappe. Da kann ich mir vorstellen, dass die auf der Ladestation oben als Schutz drauf kommt. Und das hier, das sieht nach der Stoßstange aus, die vorne hinkommt. Da haben wir auch einen Verbindungsanschluss. Und dieser Blick, der verrät, das sieht hier wie ein Rennauto aus. Wahnsinn. Ich habe mir ja die Bilder angeguckt und habe mir schon gedacht, kann man sowas wirklich auf seinen Rasen platzieren? Und es sieht richtig geil aus. Jetzt muss ich vorsichtig dieses Rennauto hier rausheben. Oh, boah, Mann, oh Mann, der hat wirklich Gewicht. Uiuiuiui. Verrückt. Und hier haben wir noch ein Accessory-Kit dabei. Da schauen wir uns gleich an, was alles inkludiert ist. Und das hier, das ist die Ladestation. Ein Schraubenzieher mit Torx-Anschluss wird mitgeliefert und dazu auch die passenden Schrauben. Wir montieren jetzt die Seitenschweller. Hier unten drunter befinden sich jetzt die beiden Motoren mit Schneidklingen. Und die sind hier, das sieht aus, als wären sie locker nicht festgedreht. Das ist nicht der Fall, sondern die werden durch die Rotationskraft nach außen geschleudert. Das sieht man hier ganz gut. Und ein kleiner Tipp, ich habe mir direkt Ersatzklingen mitbestellt. Denn laut Wartungsinformation im Internet auf deren Seite steht, nach 150 Betriebsstunden sollen diese 12 Klingen gewechselt werden. Das sieht jetzt soweit schon mal gut aus. Mehr musste ich jetzt nicht montieren. Jetzt geht es an die Platzierung der Ladestation und dann werden wir erstmal das Gerät vollladen. Jetzt müssen wir nur noch die Abdeckkappe montieren und den Mähroboter platzieren. Während der Mähroboter lädt, habe ich
im Handbuch noch unter den technischen Daten ein paar wichtige Punkte gefunden, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Neben dem Allradantrieb beherrscht er eine Steigung von 80%. Das entspricht einem Winkel von 38,6 Grad. Er kann vertikale Hindernisse bis zu 50 mm überwinden. Er hat eine Schnittbreite von 400 mm. Er hat eine Ladezeit von 130 Minuten. Die Mähzeit beträgt 3 Stunden. Dazu eine GPS-Diebstahlverfolgung als auch ein Geofence-Alarm. Wird das Gerät über die Grundstücksgrenze hinaus weggetragen, da bekomme ich eine Meldung direkt aufs Handy. Dazu hat er einen Anhebe- und Neigungssensor. Wir haben eine Kollisionsvermeidung, eine Sprachsteuerung über Alexa und Google, dazu eine Konnektivität Bluetooth, WLAN als auch 4G. Das Gerät hat eine Garantie von 3 Jahren. In dieser Zeit sind alle Datenübertragungen über 4G bereits inkludiert. Möchte ich danach verlängern, dann kostet mich das zusätzlich im Jahr knapp 50 €. Also ich bin für die ersten 3 Jahre komplett abgedeckt und weiß immer, wo mein Gerät ist. Diebe werden es einfach schwer haben, dieses Gerät mitzunehmen. Sie können letztlich nachher nichts damit anfangen. Und jetzt laden wir die Applikation runter. Gerade hat der Roboter mit mir gesprochen und hat gesagt, er sei vollständig aufgeladen und das auf Deutsch. Ich war gerade so perplex gewesen, dass ich das nicht in der Geschwindigkeit aufnehmen konnte. Nun gilt es, eine Karte zu erstellen. Wir sehen auf dem Display Batterieprüfung als auch die Ladestation, Bluetooth, Ein-Navi-Service und die LiDAR-Modulprüfung. Alles ist in Ordnung. Alles wird mir grün angezeigt. Jetzt geht es um eine automatische Kartierung. Und jetzt prüfen wir, was passiert. Er ist aus der Ladestation herausgefahren. Okay, er hat sich jetzt einmal im Kreis gedreht. Es ist ein anspruchsvolles Gelände, das kann man sehr gut erkennen, denn nicht alles ist direkt eben, es sind Vertiefungen da. Jetzt erkennen wir sehr gut, wie der Mähroboter hingeht und seine Sensorik benutzt, um festzustellen, wie der Rasen aussieht. Und da ist er direkt auf ein Hindernis hinten gestoßen, denn da sind die Tische und Stühle und hat festgestellt, da stimmt was nicht. Also er fängt noch nicht an zu mähen, sondern er erkundigt sich jetzt erstmal, wie ist der Rasen aufgeteilt. Wir sehen, wie er noch am Abtasten ist und sich die Rasenfläche erschließt. Er muss jetzt alle Hindernisse erkennen. Wir können jetzt gut auf dem Display erkennen, dass eine Lücke am Kopf ist. Dort standen nämlich der Tisch und die Stühle. Die habe ich jetzt hier umgestellt und ich will den bewusst ein wenig verwirren, um zu sehen, wie intelligent der Mähroboter ist, um das Feld zu erschließen. Hier hat er tatsächlich die Begrenzung korrekt erkannt. Und er nutzt seine Sensorik als auch die Vision-Kameras vorne, um tatsächlich den Rasen korrekt zu erfassen. Also er macht wirklich alles vollautomatisch. Ja, wir sehen, er hat wieder das Hindernis erkannt und dreht. Das ist wirklich sehr interessant, dass er das Hindernis, was vorher noch hinten am Kopf des Rasens stand, nämlich die beiden Stühle und Tische, er jetzt erkannt hat, dass die weg sind und auf der Karte 3 neue Lücken bzw. Hindernisse aufgezeichnet hat. Er fährt wirklich sehr genau an den Grenzlinien vorbei. Er erkennt, da ist Rasen. Jetzt fährt er zurück zur Ladestation. Er hat die Rasenfläche komplett erkannt. Jetzt prüfen wir, ob die Rückfahrt in die Ladestation vollautomatisch und ohne Schwierigkeiten verläuft.
Ja, hier sieht man, da ist eine Stufe, aber das meistert er einwandfrei. Laden beginnen. Ihr habt die Stimme gehört, Laden beginnen, hat er gesagt. Hier haben wir eine neugierige Katze, denn die wundert sich, was ist das hier auf einmal? Wir haben hier eine Rasenhöhe mit einzelnen Halmen, die 20 cm und höher sind. So, 85 Quadratmeter Rasenfläche hat er jetzt ermittelt. 25 Minuten dauert das und wir starten. Arbeit beginnen. Er legt jetzt automatisch los. Er kennt seine Rasenfläche. Jetzt müsste er das Tier erkennen. Ja, hat sich nicht ganz rangetraut. Die Katze ist weggesprungen. So, die Arbeit ist abgeschlossen und er fährt jetzt vollautomatisch zur Ladestation zurück. Ja, da ist die Senke, aber das macht er ganz langsam. Er hat die Kraft und Genauigkeit, sich auf die Ladestation millimetergenau zu setzen. Das hat er akkurat gemacht. Ich habe einen neuen Ladeplatz für den Mähroboter mir ausgesucht und wir werden jetzt das komplette Grundstück neu kartieren. Der erste Test hat ja schon ganz gut funktioniert, nur jetzt wollen wir wirklich die Schwierigkeit ein wenig erhöhen. Ideal ist es, wenn die Rasenflächen gemäht sind für die Kartierung, aber ich habe eine Fläche nicht gemäht, sodass wir die Qualität des Mähroboters sehen können. Hier ist jetzt die zweite Rasenfläche, die wir markieren. Und hier haben wir jetzt den dritten Markierungspunkt. Und hier markieren wir jetzt wieder den Rasenbereich. Er dreht sich, prüft, wo haben wir überall Rasen. Er darf nicht auf die Straße fahren, er macht das vollautonom. Ja, er merkt, da kommen Fahrzeuge entgegen. Das hat er wohl alles registriert und erfasst. Hier bemerkt er die Unebenheit der Wurzeln. Die tastet er ab. Das sind alles Punkte, Informationen, Daten, die sich der Luber 3 AWD merkt. Hier erkennen wir sehr gut, wie weitläufig das Gelände ist. Es ist teilweise sehr anspruchsvoll. Wir haben ungefähr 20 Bäume auf diesem Grundstück stehen. Das ist nicht wenig. Und ich habe hinten eine Barriere eingebaut. Da geht die Rasenfläche noch weiter. Das würde aber jetzt zu weit führen, um das auch noch einzubeziehen. Die Fläche, die wir hier regelmäßig nutzen, die soll er jetzt kennenlernen und später dann pflegen. Ein kurzer Break. Soeben hat mir der Postbote meine Garage gebracht, die ich nachbestellt habe. Die packen wir jetzt schnell aus und installieren sie. Voila!
Ich stehe jetzt in dem Bereich, der noch nicht gemäht ist. Und diese Fläche habe ich extra unbehandelt gelassen. Denn ich will wirklich wissen, was der Luber 3 AWD tatsächlich kann. Und ich habe jetzt in der Applikation etwas entdeckt, das ich einfach klasse finde. Allein schon die Idee. Und zwar der Luber 3 AWD soll hier ein Muster reinschneiden. Und das Ganze versuche ich jetzt von oben zu filmen, sodass man beobachten kann, wie er das macht, um dann am Ende das Ergebnis zu sehen. Wir haben hier teilweise Grashalme, die sind 20 cm und größer. Nur vereinzelt, die sind aber vorhanden. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, ob die Idee tatsächlich umgesetzt werden kann. Film ab. Der Luber 3 AWD versucht jetzt das Muster zu schneiden. Noch kann ich nicht viel erkennen. Das ist jedenfalls ein sehr, sehr spannendes Szenario. Ich lasse mich auch über das Ergebnis überraschen. Habt ihr das Muster hinter mir erkannt? Es ist ein Fußball und der Luber 3 AWD hat dieses Muster gemäht. Es ist nicht ganz so 100% toll erkennbar. Das liegt aber jetzt nicht am Mähroboter, sondern an meinem Gras. Das ist leider nicht an allen Stellen so dicht bewachsen, dass man das zu 100% ideal erkennen kann. Aber auch aus der flachen Perspektive erkennen wir leicht die Oberflächenbeschaffenheit dieses Fußballs. In der App des Luber 3 AWD könnt ihr neben den klassischen auch sportliche Muster wählen und sogar die eigene Texteingabe ist möglich, den der Mähroboter dann für euch in den Rasen zeichnet. Ich habe jetzt dem Mähroboter die Anweisung gegeben, die Rasenfläche 2 zu mähen. Er ist aus der Ladestation selbstständig zu diesem Bereich gefahren. Hier fährt er jetzt tatsächlich durch. Das hat er bis dato nicht gemacht. Ich habe jetzt die Applikation aktualisiert. Es gab eine neue Firmware und ich hatte Logdateien hochgeladen, weil ich feststellte, dass etwas nicht richtig funktioniert. Und anscheinend haben sie das jetzt verbessert. Und auch hier wieder, er fährt direkt an der Straße entlang. Ein Fahrzeug kommt entgegen und er bleibt aber auf seiner Spur. Das ist noch ein bisschen tricky, denn das mache ich nur unter Aufsicht. Da habe ich etwas Angst, dass vielleicht ein Auto mal etwas zu stark rechts ausweicht und dann wäre der Luber 3 AWD defekt. Und er fährt hier wirklich bis zum Rand. Sehr genau, er hält sich direkt an die Begrenzung. Ganz akkurat. Also die Satellitensteuerung, das erkennt man, die ist extrem genau in der Positionierung. Hier haben wir jetzt unebenes Gelände. Da hat er sich ein bisschen ablenken lassen. Er findet aber seinen Weg. Also erstaunlich, wirklich erstaunlich. Hier sehen wir, wie präzise er an der Pflanze arbeitet. Er fährt vor, er fährt zurück. Ganz akkurat. Ein ganz schwieriges Terrain und selbst das meistert er. Er kann hier Steigungen von 80% bewältigen. Dank seines Allradantriebs ist er wendig, kommt sehr gut im Gelände zurecht. Und hier können wir sehr schön erkennen, wie der Roboter in der App-Ansicht sein Gebiet abmäht. Das, was dunkel ist, ist noch nicht gemäht. Alles, was hellgrün ist, das ist bereits gemäht.
Und wir kennen auch sehr gut die Hindernisse, die weißen Flecken, denn das sind die Bäume. Und wir können jetzt auch im laufenden Betrieb durch die AI-Vision-Kameras des Luber 3 AWD schauen. Und da sehen wir jetzt, das ist die Live-Ansicht des Mähroboters. Er hat seine Arbeit nun auf diesem Rasengrundstück erledigt und die Meldung ausgegeben, dass er zurückfährt zu seiner Ladestation. Dass ich beim Drehen eine Menge Spaß hatte, habt ihr sicherlich gemerkt. Dieses Video ist heute auch ein ganz großes Dankeschön an meine Frau. Sie weiß eben einfach, was Männer wollen und hat es überhaupt erst möglich gemacht, dass dieses fette Teil hier bei mir steht. Die ganze Geschichte ging eigentlich schon damals in Belgien los. Wir hatten rund 800 Quadratmeter Rasenfläche und ich habe intensiv nach einem Mähroboter gesucht. Aber ganz ehrlich, nichts von dem, was damals auf dem Markt war, hat meinen Ansprüchen genügt. Fast alle brauchten noch diesen nervigen Begrenzungsdraht, der mühsam im Boden vergraben werden muss. Die Akkulaufzeiten im echten Praxisbetrieb waren oft ein Witz, die Apps total starr und beim Thema Diebstahlschutz hatte ich auch immer Bauchschmerzen. Da sieht man mal wieder. Auch wenn man absolut technikbegeistert ist, lohnt es sich manchmal geduldig zu warten. Und zwar so lange, bis genau das Highlight um die Ecke kommt, von dem man immer geträumt hat. Mit dem Luber 3 AWD ist für mich heute wirklich ein kleiner Techniktraum wahr geworden. Und das Geniale ist, der Kollege denkt im Alltag auch richtig mit. Erst kürzlich hat es hier plötzlich angefangen zu regnen und der Luber wurde ordentlich nass. Dank seines eingebauten Regensensors hat er die Arbeit sofort unterbrochen und ist völlig selbstständig zurück an seine überdachte Ladestation gefahren. Auf dem Smartphone bekam ich die Meldung, bitte setzen Sie den Betrieb fort, nachdem der Regen aufgehört hat. Genau so muss moderne Technik laufen, vollkommen stressfrei für den Besitzer. Weitere Informationen und einen Link zur Homepage des Herstellers findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wer weiß, vielleicht lohnt sich ja auch bei euch zu Hause ein kleiner dezenter Hinweis an die Partnerin. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch dieser XXL-Test gefallen hat, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben, abonniert den Kanal und teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Das nächste Video kommt bestimmt. Bleibt gesund und bis bald. Euer Thorsten.